Sicherlich wäre es eleganter gewesen, man hätte diesen Streit vermeiden können und es wäre gleich anders gelaufen. Aber bei wem, der so neu ist? Nachdem sie das tragische Schicksal ihres Mannes vorausgesagt hatte, muss Sahra Wagenknecht nun auf herzzerreißende Weise Abschied nehmen. Die mächtige Politikerin, die für ihren scharfen Verstand und ihre stählerne Entschlossenheit bekannt ist, hat der Welt gerade eine Seite von sich gezeigt, die wir selten gesehen haben, verletzlich, trauernd und menschlich. Hatte sie diesen verheerenden Verlust vorausgesehen oder war es eine grausame Fügung des Schicksals, die sie sich nicht vorstellen konnte? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. 1. Wenn Sie an das Schicksal glauben. 0. Wenn Sie glauben, dass wir unseren Weg selbst gestalten. Und nun wollen wir uns ansehen, wie Sahra Wagenknecht und ihr Mann ihren eigenen Weg gehen. Die frühe Bindung zwischen Sahra und Oskar. Das politische Bündnis, das später die deutsche Landschaft verändern sollte, begann mit einem unerwarteten romantischen Funken. Auf einer Pressekonferenz, die Sahra Wagenknecht später als die schönste und folgenreichste ihrer Karriere bezeichnete, erlebten sie und Oskar Lafontaine das, was sie Liebe auf den ersten Blick nennt. Obwohl sie 26 Jahre jünger war als er, war Wagenknecht schon lange von dem charismatischen Politiker fasziniert. Ihr Großvater hatte ihn bewundert. Und auch sie fand ihn faszinierend, wenn auch mit anfänglichen Vorbehalten. Die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort. Wir haben uns sofort zueinander hingezogen gefühlt und uns sofort zum Essen verabredet, verrät Wagenknecht. Obwohl in Berliner Politikerkreisen jahrelang Gerüchte über die Beziehung der beiden kursierten, bestätigte Lafontaine erst im November 2011 auf einem Parteitag der saarländischen Linken öffentlich ihre Bindung. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger Zeit mit Sahra liiert, verkündete der damals 68-Jährige und überraschte damit viele Delegierte. Vor dieser persönlichen Verbindung hatten sich ihre politischen Wege bereits auf bedeutsame Weise gekreuzt. Wagenknecht hatte Lafontaine einst als bloßen Sozialdemokraten abgetan, der später, nach seinem umstrittenen Austritt aus der SPD im Jahr 2005, zu den Gründern der Partei Die Linke gehörte. In den Medien wurde er immer wieder als ihr politischer Mentor dargestellt. Und Wagenknecht setzte sich offen für die Rückkehr Lafontaines in die Berliner Politik ein. Ihre Beziehung festigte sich im Laufe der Zeit und führte schließlich zur Heirat im Jahr 2014. Heute leben sie gemeinsam im saarländischen Merzig und Wagenknecht bedauert nur eines an ihrer Verbindung. Es ist einfach schade, dass wir uns so spät getroffen haben. Es war zu spät, um eine Familie zu gründen. Aber wir haben 3 Enkelkinder, das ist auch nicht schön. Über die Romantik hinaus wurde ihre Verbindung durch gemeinsame politische Philosophien gefestigt. Als erster Vorsitzender der Partei Die Linke, neben Lothar Bisky, bekannte sich Lafontaine offen zu seiner ideologischen Ausrichtung an Wagenknechts Positionen und nicht an den pragmatischeren, reformorientierten Mitgliedern der PDS. Gemeinsam lehnten sie Privatisierungen ab, befürworteten Enteignungen und politische Streiks, hatten starke Vorbehalte gegen Regierungsbeteiligungen und vertraten eine strikte Arbeiterorientierung. Diese ideologische Synergie beflügelte ihre politische Partnerschaft. In den Jahren nach ihrer Vereinigung stieg Wagenknecht in den Reihen der Partei auf und wurde eine prominente Sprecherin der Partei Die Linke im Bundestag. Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments, bevor sie im selben Jahr in den Bundestag einzog. 2010 wurde sie mit einem beeindruckenden Ergebnis von 75% der Stimmen zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Dennoch blieb ihre persönliche Dynamik ebenso bedeutsam wie ihr politisches Bündnis. Oskar versteht es, mir den Rücken frei zu halten und schafft immer wieder kleine Freuden, erzählte Wagenknecht in einem Interview und fügte hinzu, wenn ich abends müde nach Hause komme, ist es ein besonders guter Wein. Er tut mir unglaublich gut. Ihre Beziehung bringt auch gegensätzliche Persönlichkeitsmerkmale in Einklang. Ich war immer ein Einzelgänger. Er ist im Internat aufgewachsen und war immer ein Rudelführer. Das musste ich erst lernen, gibt Wagenknecht zu.
Sie räumt ein, dass Lafontaine über ein besseres Urteilsvermögen verfügt, eine entscheidende Fähigkeit, die ihr bei den Bemühungen um den Parteiaufbau fehlte, als sie wichtige Positionen Personen anvertrauen mussten, die sie kaum kannten. Vor allem aber bildete Lafontaine die emotionale Basis für Wagenknechts kühnsten politischen Schritt. Ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen, bekennt sie zu ihrer Entscheidung, nach dem Austritt aus der Partei Die Linke das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, zu gründen. Seine Unterstützung hat ihre Einstellung zur Politik und zum Leben verändert. Ich mache heute genauso viel, aber ich kann die Balance besser halten. Vor allem, seit ich mit Oskar zusammen bin ich zur Ruhe gekommen. Früher war ich immer ein bisschen unruhig. Im Januar 2024 schloss sich Lafontaine offiziell der neuen politischen Bewegung seiner Frau an. Damit schloss sich ein Kreis, der mit einer zufälligen Begegnung begann und sich zu einer der folgenreichsten politischen Partnerschaften in Deutschland entwickelte. Wenn Politik und Liebe aufeinanderprallen. Selten hat die Dynamik eines Machtpaares die nationale Politik so tiefgreifend verändert wie die Partnerschaft zwischen Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Ihr politisches Bündnis hat die linke Landschaft Deutschlands unauslöschlich geprägt. Ein Journalist beschrieb sie als eine lange Spur der Verwüstung durch die politische Landschaft Deutschlands. Im Jahr 2007 fusionierte Lafontaines SPD-Splitterpartei mit der PDS zur Partei Die Linke. Wagenknecht wurde Mitglied des Parteivorstands. Dieser entscheidende Moment legte den Grundstein für ihren wachsenden politischen Einfluss. Nachdem Lafontaine 2009 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, entwickelte sich Wagenknecht zu einer der führenden Stimmen der Partei und wurde im Mai 2010 mit einem beeindruckenden Ergebnis von 75% der Stimmen zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Die politische Symbiose des Paares war für Beobachter offensichtlich. Gregor Gysi, Wagenknechts Vorgänger als Fraktionsvorsitzender der Linken, bezeichnete Wagenknecht und Lafontaine als eine Einheit. Diese Wahrnehmung war nicht unbegründet. Wenn Wagenknecht Kritik an der SPD-Spitze übte, meinten viele Berliner Insider, Lafontaines Einfluss in ihrer Rhetorik zu hören. Ihr gemeinsamer politischer Einfluss ging über die bloße Wahrnehmung hinaus. Von 2007 bis 2010 war Wagenknecht Mitglied der Programmkommission der Partei Die Linke, was ihre wachsende Autorität unterstreicht. Der Programmentwurf, den diese Kommission im März 2010 vorlegte, trug ihre unverwechselbare Handschrift. Währenddessen behielt Lafontaine seinen Einfluss hinter den Kulissen bei und trat gelegentlich in Erscheinung, um die Richtung der Partei zu lenken, insbesondere auf dem Bundesparteitag im Oktober 2011 in Erfurt, wo er die Parteimitglieder zur Einigkeit aufforderte. Die wachsende Macht des Paares führte zu Spekulationen innerhalb der Partei über ihre Ambitionen. Einige Mitglieder schlugen vor, dass Wagenknecht die amtierende Vorsitzende Gesine Lötzsch herausfordern sollte. Selbst ehemalige Rivalen begannen, Wagenknecht zu unterstützen, da sie erkannten, dass die Linke mit ihr an der Spitze durch das Machtpaar Lafontaine-Wagenknecht erheblich an Aufmerksamkeit gewinnen würde. Das Navigieren in den unruhigen Gewässern der Politik und die Aufrechterhaltung einer Beziehung erforderten ein empfindliches Gleichgewicht. Während ihrer gesamten Partnerschaft war Lafontaine stets Wagenknechts politischer Mentor, während sie sich öffentlich für seine Rückkehr in die Bundespolitik einsetzte. Diese gegenseitige Unterstützung schuf eine beeindruckende politische Allianz, die sowohl Bewunderung als auch Ablehnung hervorrief. Darüber hinaus stand ihre Beziehung unter intensiver öffentlicher Beobachtung. Die Spekulationen über die Liebesbeziehung der beiden hatten monatelang die Runde gemacht. Bevor Lafontaine im November 2011 öffentlich zugab, ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger Zeit mit Sarah liiert, erklärte er überraschend auf dem Parteitag der saarländischen Linken.
Die politische Teamarbeit des Paares führte häufig zu Reibereien innerhalb ihrer Partei. Beide wurden als prinzipientreue Individualisten charakterisiert, die wenig Interesse an Kompromissen oder Konsensbildung zeigten. TM-Play und Kompromisse sind nichts für das Paar, bemerkte ein Beobachter. Dieser kompromisslose Ansatz trug zu wachsenden Spannungen mit anderen Parteiführern bei. Ihr unerschütterliches Engagement für ihre politischen Ideale brachte sie häufig in Konflikt mit Parteikollegen. Im Juni 2021 forderten einige Aktivisten Wagenknechts Ausschluss, da sie mit ihrem umstrittenen Buch »Die Selbstgerechten der Partei« Die Linke schweren Schaden zugefügt habe. Zudem sah sich die Wagenknecht-Bewegung nach dem Bundesparteitag 2022 in Erfurt deutlich geschwächt, da Kritiker ihres Ansatzes Führungspositionen übernahmen. Unabhängig von parteiinternen Konflikten würdigte Wagenknecht immer wieder die entscheidende Unterstützung durch ihren Mann. »Oskar unterstützt mich sehr«, sagte sie und fügte hinzu, »wenn es besonders schwierig ist, fängt Oskar mich auf und gibt mir meine Kraft zurück.« Dieses persönliche Fundament erwies sich als lebenswichtig, als sie durch zunehmend turbulente politische Gewässer navigierten. Die politische Partnerschaft des Paares erwies sich letztlich sowohl als konstruktiv als auch als destruktiv für die deutsche Linke. Anfangs als Hoffnungsträger der politischen Linken bezeichnet, wurden sie später von einigen als Totengräber charakterisiert, ein Zeugnis für ihr komplexes und widersprüchliches Erbe in der deutschen Politik. Die ersten Anzeichen eines Wandels. Das Jahr 2009 markierte einen entscheidenden Moment für das Machtpaar, als persönliche gesundheitliche Herausforderungen mit aufkeimenden politischen Spannungen kollidierten. Was mit einer medizinischen Diagnose begann, sollte schließlich die linke politische Landschaft Deutschlands umgestalten. Ende 2009 überraschte Oskar Lafontaine, damals 66 Jahre alt, das politische Establishment in Deutschland mit der ernüchternden Nachricht, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Der charismatische Co-Vorsitzende der Partei, die Linke, gab eine kurze Erklärung ab, in der er sich einer Operation unterzog und sich ein Urteil über seine politische Zukunft vorbehielt. Nach der Operation werde ich in Abhängigkeit von meinem Gesundheitszustand und der medizinischen Prognose entscheiden, in welcher Form ich meine politische Arbeit fortsetzen werde. Die Ankündigung kam für die deutsche Politik überraschend, da nur wenige Insider von seiner Krankheit wussten. In der Tat hielt Lafontaine bis zur Enthüllung seinen regulären Terminplan ein und sprach, sogar am Tag nach der Bekanntgabe der Nachricht, in einer Plenarsitzung des Saarländischen Landtags. Parteikollegen äußerten sich zunächst zuversichtlich über seine Genesung. Der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi versicherte der Öffentlichkeit, dass Lafontaine in das politische Geschäft zurückkehren werde. Andere wiederum erkannten sofort den Ernst der Lage. Bernd Rieksinger, Chef der baden-württembergischen Linken, betonte die unersetzliche Rolle Lafontaines für den Zusammenhalt der Partei. Wenn sich Lafontaine jetzt aus der Politik zurückziehen würde, wäre das ein ganz schlechter Zeitpunkt. Im Januar 2010 kündigte Lafontaine jedoch seinen Rückzug aus der Politik an und bezeichnete seine Krebsdiagnose als Warnsignal, das ich nicht ignorieren kann. Sein Rücktritt schuf ein unmittelbares Führungsvakuum und beraubte die Partei dessen, was viele als ihren größten Wahlvorteil betrachteten. Als Lafontaine sich aus der Politik zurückzog, wurde Wagenknechts Verhältnis zur Partei, die Linke, zunehmend belastet. Obwohl sie seit 2007 dem Parteivorstand angehörte, wurden die Konflikte mit der Parteiführung immer häufiger und öffentlicher. Dieses Konfliktmuster mit der Parteiführung wurde zu einem bestimmenden Merkmal ihrer politischen Karriere. Wagenknechts Kritik an der Partei. Die Linke wurde im Laufe der Zeit immer schärfer. Sie warf der Partei vor, ihren Kernauftrag aufzugeben. Die Linke hat sich von ihren Wählern entfremdet. Wichtige soziale Themen, gute Löhne, gute Renten stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen wird Identitätspolitik betrieben.
Diese grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Ausrichtung der Partei führte zu einer zunehmend unüberbrückbaren Kluft. Die Führung der Partei, die Linke, hat die Bedrohung durch ihren Weggang durchaus erkannt. In einem pointierten Beschluss erklärte der Parteivorstand die Zukunft der Partei. Die Linke ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Sie forderten sie auf, ihr Mandat zurückzugeben und warfen ihr vor, die Partei zu untergraben. Die wiederholten öffentlichen Ankündigungen Wagenknechts, die Gründung einer Konkurrenzpartei zu prüfen, stellen die Einheit der Partei Die Linke in Frage und schaden uns seit geraumer Zeit massiv. Bis 2023 hatten sich die Spekulationen über die Gründung einer eigenen Partei durch Wagenknecht verstärkt. Einige Mitglieder der Partei Die Linke bezeichneten sie als die nicht genannt werden darf, was die Tiefe der Spaltung verdeutlicht. Mitte Oktober 2023 beantragten über 50 Mitglieder der Partei Die Linke formell den Ausschluss Wagenknechts aus der Partei, um sie daran zu hindern, mit den Mitteln der Partei Die Linke eine neue Partei aufzubauen. Die politische Landschaft, in der Wagenknecht lebte, veränderte sich rasch. Die einst überschaubar erscheinenden Fraktionskonflikte hatten sich in unüberbrückbare Differenzen verwandelt und bereiteten die Bühne für eine dramatische politische Neuausrichtung, die bald Schockwellen durch die deutsche Politik schicken sollte. Ein Abschied in Zeitlupe. Die Pressekonferenz im Oktober 2023, auf der Sarah Wagenknecht ihren Austritt aus der Partei Die Linke erklärte, war der Höhepunkt jahrelanger politischer Spannungen. Nach monatelangen Spekulationen trat das Unvermeidliche schließlich ein. Doch die Art und Weise dieser politischen Scheidung offenbarte tiefere emotionale Strömungen unter der Oberfläche. Am 23. Oktober 2023 trat Wagenknecht vor die Kameras, um das zu verkünden, was viele erwartet hatten: ihren Austritt aus der Partei Die Linke und die Gründung ihrer neuen politischen Gruppierung, der Sarah Wagenknecht Allianz Vernunft und Gerechtigkeit in BSW. Die Atmosphäre war sowohl von Entschlossenheit als auch von einem Unterton des persönlichen Verlusts geprägt, als sie ihre Gründe darlegte. In 10 Jahren werden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen, erklärte Wagenknecht mit Nachdruck und bezeichnete ihre Entscheidung als notwendige Reaktion auf eine grundlegende Veränderung Deutschlands, die ein sofortiges Gegensteuern erfordere. Ihre Worte trugen das Gewicht von jemandem, der sich zum Handeln gezwungen sah, selbst wenn es ihn persönlich etwas kostete. Die strategischen Auswirkungen ihres Abgangs waren unmittelbar und verheerend, indem sie 9 andere Abgeordnete der Partei Die Linke mitnahm. Sorgte Wagenknecht dafür, dass ihre frühere Partei nicht länger als vollwertige Parlamentsfraktion gelten würde und entzog ihr die Bundesfinanzierung und entscheidende parlamentarische Privilegien, darunter das Recht, Reden in voller Länge zu halten. Dieser kalkulierte Schritt legte die politische Kraft, die sie mit aufgebaut hatte, effektiv lahm. Hinter dem politischen Kalkül verbargen sich zudem persönliche Beziehungen, die nachhaltig zerrüttet waren. Der Vorstand der Partei Die Linke hatte Wagenknecht zuvor aufgefordert, ihr Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung wegen parteifeindlicher Aktivitäten niederzulegen. Nur 2 Wochen vor ihrer Ankündigung hatten 50 Parteimitglieder einen förmlichen Antrag auf ihren Ausschluss bei der Schiedskommission in Nordrhein-Westfalen gestellt. Rückblickend betrachtet hatte Wagenknecht diesen politischen Bruch schon seit Jahren angedeutet. Ihre wachsende Enttäuschung über den Kurs der Partei Die Linke wurde immer deutlicher, als sie kritisierte, dass die Partei ihrer Meinung nach grundlegende wirtschaftliche Prinzipien zugunsten von Identitätspolitik aufgegeben hatte. In öffentlichen Auftritten wie ihrer Teilnahme an der Fernsehsendung Anne Will, in der sie sich gegen die Impfpolitik aussprach, positionierte sich Wagenknecht bewusst im Widerspruch zur Parteiorthodoxie. Jede kontroverse Äußerung schien strategisch kalkuliert, um sich politisch abzugrenzen.
Ihr Buch »Die Selbstgerechten« aus dem Jahr 2021 war ein unmissverständlicher Warnschuss. Darin sezierte sie methodisch, was sie als den fatalen Fehler der Linken ansah, sich auf eine akademische Klientel zu konzentrieren, die sich mit geschlechterbewusster Sprache und teuren Bioprodukten beschäftigt, anstatt die wirtschaftlichen Sorgen der Wähler aus der Arbeiterklasse anzusprechen. Infolgedessen stellte dieser Aufbruch nicht nur eine politische Umschichtung dar, sondern war der Höhepunkt einer tiefgreifenden ideologischen Divergenz. Wagenknecht positionierte ihre neue Bewegung so, dass sie sozioökonomische linke Positionen mit soziokulturellen konservativen Positionen verband, eine Kombination, die ausdrücklich darauf abzielte, das zu füllen, was Analysten als linksautoritäre Versorgungslücke in der politischen Landschaft Deutschlands bezeichnen. Die Gründungserklärung des BSW enthüllte Wagenknechts langfristige strategische Vision und kritisierte das, was sie als politischen Autoritarismus bezeichnete, der den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben, zu heizen, zu denken und zu sprechen haben. Diese Rhetorik griff bewusst Anliegen auf, die oft mit der rechtsextremen AfD in Deutschland in Verbindung gebracht werden, was darauf hindeutet, dass Wagenknecht die Absicht hat, Wähler anzusprechen, die typischerweise nicht der traditionellen Linken angehören. Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich ihr Kalkül als richtig erweisen könnte. Studien zeigen, dass Wagenknecht eine starke Anziehungskraft auf ostdeutsche, AfD und die linke Wähler sowie auf diejenigen hat, die mit der deutschen Politik unzufrieden sind. Umfragen deuten darauf hin, dass ihre neue Partei in ostdeutschen Bundesländern wie Thüringen fast 20% Unterstützung erhalten könnte. Im Grunde war Wagenknechts Pressekonferenz nicht nur ein politischer Abschied, sondern der bewusste, kalkulierte Start einer Bewegung, die sie seit Jahren konzipiert hatte, eine Transformation, die sie schmerzhaft von ihrer politischen Vergangenheit trennte und gleichzeitig Raum für eine neu gestaltete Zukunft schuf. Die Kosten der Führung. Führung fordert in der Politik ihren Preis, und Sarah Wagenknecht hat diesen Tribut während ihrer gesamten Karriere sichtbar gezahlt. Nach jahrelangen Kämpfen innerhalb der Partei, die Linke und der Bewältigung persönlicher Herausforderungen führte die kumulative Belastung zu einer Sollbruchstelle, die ihren politischen Werdegang für immer verändern sollte. Im November 2019 machte Wagenknecht eine aufsehenerregende Ankündigung, die die versteckten Kosten ihrer politischen Kämpfe offenbarte. Sie würde ihr Amt als Fraktionsvorsitzende mit der Begründung eines Burnouts niederlegen. Dieses öffentliche Eingeständnis der Verletzlichkeit kam von einer Frau, die zuvor für ihre scheinbar unerschöpfliche Widerstandskraft bekannt war. Der Dokumentarfilm Wagenknecht aus dem Jahr 2020 hat diese schwierige Zeit festgehalten und bietet einen seltenen Einblick in die persönlichen Kämpfe hinter ihrer öffentlichen Persona. Die gesundheitlichen Herausforderungen gingen über ihre eigenen Erfahrungen hinaus. Die Krebsdiagnose ihres Mannes im Jahr 2009 hatte ihre politische Partnerschaft grundlegend verändert und Wagenknecht innerhalb der Parteistrukturen zunehmend isoliert. Als Lafontaine sich aus der aktiven Politik zurückzog, verlor sie nicht nur einen politischen Verbündeten, sondern auch den emotionalen Ballast, der sie durch turbulente Zeiten getragen hatte. Ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen, gab Wagenknecht zu und unterstrich damit, wie sehr persönliche Beziehungen den politischen Mut prägen. Diese Abhängigkeit von Lafontaines Unterstützung offenbart die oft übersehene emotionale Dimension politischer Führung, insbesondere für jemanden, der sich selbst als immer ein Einzelgänger bezeichnete. Während ihrer gesamten Laufbahn hat Wagenknecht eine politische Philosophie vertreten, die an Rosa Luxemburg erinnert, prinzipienfest, kompromisslos, aber letztlich durch eben diese Eigenschaften isoliert. Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen, die bereitwillig Kompromisse eingehen, um politisch voranzukommen,
behielt Wagenknecht ihre ideologische Konsequenz bei, selbst wenn es sie persönlich kostete. Die Gründung einer neuen politischen Einheit erfordert außerordentliche Ressourcen, nicht nur finanzielle und organisatorische, sondern auch psychologische. Im Gegensatz zu etablierten Parteien mit festen Strukturen begann Wagenknechts BSW im Wesentlichen als persönliches Projekt, wobei der immense Druck des Erfolgs oder Misserfolgs in erster Linie auf ihren Schultern lastete. Die Gründung von Aufstehen im Jahr 2018 war eine frühe Warnung vor diesen Herausforderungen. Anfang März 2019 gab sie ihren Rückzug aus der Aufstehen-Führung bekannt und begründete dies mit gesundheitlichen Problemen. Eine Entscheidung, die Spuren hinterließ. Ein Beobachter bemerkte, dieser Rückzug hinterließ Kritik. Sarah Wagenknecht verlor viele ihrer wichtigsten Unterstützer, die ihr vorgeworfen hatten, unvorbereitet zu sein. Innerhalb der Partei Die Linke sorgte die Zerrissenheit der Beziehungen für zusätzliche Belastungen. Auf allen Ebenen der Parteiführung prallten Pro- und Anti-Wagenknecht-Fraktionen aufeinander, sodass jede Entscheidung zu einem potenziellen Schlachtfeld wurde. Im Juni 2021 forderten Aktivisten ihren Ausschluss, weil sie der Partei Die Linke mit ihrem Buch Die Selbstgerechten schweren Schaden zugefügt habe. Der BSW selbst spiegelt diese Lehren in seiner Struktur wider. Die Mitgliederzahl ist klein und geheim. Auf die Frage, ob ihre Partei nach leninistischen Grundsätzen aufgebaut sei, antwortete Wagenknecht, das hat nichts mit Leninismus zu tun und bestand darauf, dass es lediglich darum gehe, eine Partei aufzubauen, die nicht viele Abenteurer oder Radikale anzieht. Die Medienberichterstattung konzentrierte sich oft auf Kontroversen und nicht auf Inhalte. Die Schlagzeilen über Kompakt Wagenknecht betonten regelmäßig den Konflikt und nicht den Inhalt, was den Druck noch erhöhte, da sie versuchte, eine kohärente politische Vision zu formulieren, während sie ständig unter Beobachtung stand. Dennoch blieb sie hartnäckig. In diesem Schmelztiegel aus persönlicher Herausforderung und politischer Isolation formte Wagenknecht ihre unverwechselbare politische Identität, eine Identität, die schließlich zur Gründung ihrer eigenen Bewegung führen und die deutsche Politik auf Jahre hinaus verändern sollte. Die neue Partei, der alte Schmerz. Am 8. Januar 2024 veränderte sich die politische Landschaft in Deutschland, als die Sarah Wagenknecht Allianz, BSW, offiziell von einem Verein in eine politische Partei umgewandelt wurde. Diese Geburt, die weniger als 3 Monate nach ihrer ersten Ankündigung stattfand, bedeutete sowohl einen Neuanfang als auch die Fortsetzung eines schmerzhaften Weges. In den Wintermonaten 2023 und 2024 nahm der BSW mit bemerkenswerter Geschwindigkeit Gestalt an. Im Januar 2024 hatte die junge Partei bereits rund 2 Millionen Euro an Spenden gesammelt, die zum Teil auch von außerhalb der Europäischen Union kamen. Diese finanzielle Grundlage ermöglichte es der Partei, am 27. Januar in Berlin ihren ersten bundesweiten Kongress abzuhalten, auf dem fast 400 Delegierte das Programm der Partei für die Wahlen zum Europäischen Parlament verabschiedeten. Die ideologische Positionierung der Partei repräsentiert Wagenknechts unverwechselbare Vision, das, was Analysten als Linkskonservatismus bezeichnet haben. Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner stellt fest, diese Kombination haben wir in Deutschland noch nie bei einer Partei gesehen. Diese ungewöhnliche Mischung stößt vor allem in Ostdeutschland auf große Resonanz, wo die BSW laut ersten Umfragen in Thüringen bis zu 17% der Stimmen erreichen könnte. Hinter diesem politischen Kalkül verbirgt sich eine zutiefst persönliche Dimension. Wagenknecht selbst hat ihren Kurs als sozioökonomisch links, sozialpolitisch konservativ beschrieben. Eine Position, die den prinzipiellen Positionen ihrer Mentorin Rosa Luxemburg ähnelt, wenn auch mit anderen Schlussfolgerungen. In vielerlei Hinsicht verkörpert der BSW nicht nur eine politische Plattform,
sondern Wagenknechts persönlichen Weg durch Jahrzehnte politischer Enttäuschung. Anders als erwartet ist Oscar Lafontaine diesem neuen politischen Kapitel nicht ganz ferngeblieben. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, trat er offiziell dem BSW bei und erklärte gegenüber Reportern: Natürlich bin ich Mitglied des BSW. Seine Konten in den sozialen Medien passten sich deutlich dem visuellen Profil der BSW an, was auf seine persönliche Beteiligung an dem Projekt hindeutet. Auf dem Eröffnungskongress des BSW hielt Lafontaine die Abschlussrede und versuchte, der noch jungen Bewegung seine Seriosität zu verleihen. Seine Ausführungen konzentrierten sich auf soziale Fragen und Pazifismus um jeden Preis, wobei er den Widerstand gegen Waffenexporte betonte und einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine forderte. Doch hinter dieser öffentlichen Unterstützung verbirgt sich die Tatsache, dass er im Vergleich zu früheren politischen Unternehmungen eine geringere Rolle spielt. Die Struktur des BSW selbst spiegelt Lafontaines reduziertes Engagement wider. Anders als bei der Partei Die Linke, wo sich das Ehepaar die Führungsaufgaben teilte, steht bei der neuen Partei ausdrücklich die Person Wagenknecht im Mittelpunkt. Schon der Name Sarah-Wagenknecht-Bündnis deutet auf diese grundlegende Veränderung ihrer politischen Partnerschaft hin. Politische Beobachter stellen fest, dass die BSW mit einer, wie ein Analyst es nannte, ethnisch-populistischen Form der Führung arbeitet, die sich ständig auf den Willen des Volkes beruft. Ein Stil, der an Bewegungen erinnert, die sich eher um charismatische Einzelpersonen als um kollektive Führung drehen. Kritiker haben diesen Ansatz mit Cäsarismus oder Bonapartismus verglichen und darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit der Partei von Wagenknechts persönlicher Anziehungskraft sowohl ihre größte Stärke als auch ihre potenzielle Schwachstelle darstellen könnte. Zweifellos haben Lafontaines gesundheitliche Probleme diesen Übergang zu einer Wagenknecht-zentrierten politischen Identität beschleunigt. Doch paradoxerweise ist seine Unterstützung hinter den Kulissen nach wie vor unverzichtbar. Das emotionale Fundament, auf dem ihr kühnstes politisches Wagnis ruht. Öffentliche Reaktionen und privater Kummer. Wagenknechts gespaltene politische Persönlichkeit hat in den deutschen Medien und in der Gesellschaft heftige emotionale Reaktionen ausgelöst, die gleichermaßen Verehrung und Misstrauen widerspiegeln. Obwohl sie behauptet, die Medien würden ihr nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, dominierte Wagenknecht 2024 das deutsche Fernsehen mit 12 Auftritten in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, mehr als jeder andere Politiker. Diese Sichtbarkeit ist jedoch mit einer außerordentlichen Kritik verbunden. Die Darstellung in den Medien konzentriert sich oft auf ihre persönlichen Eigenschaften und nicht auf ihre Politik, wobei der Spiegel sie mit einer Schneekönigin verglich. Am umstrittensten war ihre Berichterstattung in der rechtsextremen Zeitschrift Compact, wo der Herausgeber Jürgen Elsässer sie als die attraktivste nationale Versuchung seit der Gründung des Sozialismus bezeichnete. In seinen Kommentaren betrat er häufig unangemessenes Terrain und lobte sie dafür, dass sie ihre weibliche Seite zeigt, im Gegensatz zu den Frauenrechtlerinnen, die man normalerweise bei den Linken findet. Diese Objektivierung ging so weit, dass er von einem schwesterlichen Kuss zwischen Wagenknecht und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel fantasierte. Wagenknechts Anziehungskraft überschreitet die traditionellen politischen Grenzen. Sie positioniert sich als Stimme der Menschen, die den Glauben an die Demokratie verloren haben und der Verzweifelten, und findet vor allem bei sozialen Randgruppen und Menschen mit niedrigem Einkommen Anklang. Bemerkenswerterweise zieht sie Wähler mit Migrationshintergrund an, die traditionell Anhänger von Mitte-Links-Parteien sind. Nun äußern ihre Kritiker ernsthafte Bedenken über ihr Vorgehen. Der Christdemokrat Mario Voigt glaubt, dass sie mit den Ängsten der Menschen und ihrer humanitären und friedliebenden Einstellung spielt. Er befürchtet, dass sie den ultranationalistischen Ideen der AfD den Steigbügel hält, um in der Politik Fuß zu fassen. Die linke Zeitung Taz hat sie sogar als Lady Voldemort bezeichnet und damit angedeutet, dass ihr Name
ähnlich wie Harry Potters Nemesis, zu etwas wurde, das Parteimitglieder vermeiden, auszusprechen. Diese Polarisierung hält auch nach der Gründung ihrer Partei an, während viele in der Partei Die Linke ihren Austritt begrüßten, weil sie hofften, eine einheitliche Front präsentieren zu können, betonte die BSW-Mitbegründerin Amira Mohammed Ali, dass sie die Partei ohne Ressentiments verlassen würden. Auf lange Sicht wird diese emotionale Spannung zwischen persönlicher Loyalität und politischer Notwendigkeit weiterhin die sich entwickelnde linke Landschaft in Deutschland bestimmen. Was kommt nach dem Auf Wiedersehen? Wagenknechts politische Wiedergeburt als unabhängige Kraft birgt sowohl ein enormes Potenzial als auch erhebliche Herausforderungen, da sie eine Zukunft anstrebt, die zunehmend von ihrer eigenen Vision und nicht von einer gemeinsamen Führung bestimmt wird. Wagenknechts Schlachtplan sieht vor, im Herbst 2024 in 3 ostdeutschen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, volle Wahlkämpfe zu führen, um ihre unverwechselbare politische Identität zu wahren. Ihre einzigartige politische Positionierung verbindet sozioökonomische, linke Positionen mit soziokulturellen, konservativen Positionen und füllt damit das, was Analysten als linksautoritäre Angebotslücke in der politischen Landschaft Deutschlands bezeichnen. Nichtsdestotrotz stellt dieser Weg eine deutliche Abkehr von ihren politischen Wurzeln dar. 1989 hat sich als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters im thüringischen Jena geboren, verbrachte Wagenknecht praktisch ihr gesamtes politisches Erwachsenenleben in der Partei, die sich heute die Linke nennt, auch in ihrer ursprünglichen Form als SED, der kommunistischen Regierungspartei der DDR. Als Wagenknecht 2 Jahre alt war, verschwand ihr Vater nach der Rückkehr in den Iran und ließ sie bei ihren Großeltern in der DDR aufwachsen. Ihr intellektuelles Fundament ist auch in ihrem aktuellen Ansatz erkennbar. Durch ihr Philosophiestudium in Ostberlin hat sie eine solide intellektuelle Ausbildung erhalten, die es ihr ermöglicht hat, mehrere Bücher zu veröffentlichen. Dieser akademische Hintergrund fließt in ihre aktuelle Rhetorik ein, mit der sie bewusst Wähler anspricht, die einwanderungsskeptisch, wirtschaftlich links und kulturell konservativ eingestellt sind. In Wirklichkeit hängt Wagenknechts politische Zukunft davon ab, neue Themen jenseits ihrer etablierten antiamerikanischen und friedensorientierten Rhetorik zu finden. Ihr Parteiprogramm spiegelt diese Herausforderung wider, indem es sich auf das Wohlergehen der Bürger konzentriert und politische und wirtschaftliche Eliten gegen die Interessen der hart arbeitenden Mehrheit ausspielt. Generell bleibt ihre populistische Kommunikation zentral für ihre Attraktivität. Wie der Politikwissenschaftler Philipp Tomacek feststellt, gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich zu regenerieren und neue Kräfte zu finden. Aber letztlich wird die BSW neue Themen finden müssen, wenn sie über das hinausgehen will, was der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, als bloßes vorübergehendes Phänomen abtat. Sarah Wagenknechts politische Metamorphose ist sowohl ein persönlicher Triumph als auch ein bittersüßer Abschied. Obwohl die Umfragen auf einen möglichen Erfolg ihrer BSW-Partei hindeuten, insbesondere in Ostdeutschland, wiegt der emotionale Tribut der Trennung von der Partei Die Linke schwer. Ihre einzigartige Mischung aus linker Wirtschaft und konservativen, sozialen Werten füllt eine deutliche Lücke in der deutschen Politik. Aber es bleiben Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit offen. Persönliche Herausforderungen überschatten diesen politischen Wandel. Lafontaines Gesundheitsprobleme stellen ihre starke Partnerschaft in Frage, auch wenn seine Unterstützung hinter den Kulissen für Wagenknechts kühnstes politisches Projekt entscheidend bleibt. Nichtsdestotrotz schreitet sie voran und schöpft Kraft aus ihrer gemeinsamen Vision, während sie gleichzeitig einen unabhängigen Kurs verfolgt. Die deutsche Politik steht an einem Scheideweg. Wagenknechts Austritt aus der Partei Die Linke markiert mehr als eine Parteispaltung, er signalisiert grundlegende Verschiebungen
im traditionellen Links-Rechts-Schema. Ihr Erfolg oder Misserfolg könnte den politischen Diskurs neu gestalten, insbesondere in Bezug auf Einwanderung, Wirtschaftspolitik und soziale Werte. Letztlich geht Wagenknechts Geschichte über typische politische Erzählungen hinaus. Ihr Weg vom ostdeutschen Intellektuellen zum politischen Außenseiter zeigt sowohl die Möglichkeiten als auch den Preis prinzipieller Standpunkte. Die Zeit wird zeigen, ob dieses kalkulierte Risiko zu der politischen Erneuerung führt, die sie sich vorstellt, oder ein weiteres Kapitel in der komplexen politischen Entwicklung Deutschlands wird. In ihrer jüngsten öffentlichen Erklärung enthüllte Sarah etwas wirklich Erstaunliches, dass sie wochenlang von diesem Moment geträumt hatte, bevor er eintrat. Es war, als ob das Universum mich vorbereitete, aber ich weigerte mich, es zu glauben, gestand sie. Und in den letzten Zeilen des Briefes ihres Mannes schrieb er: Du hast die Welt immer klarer gesehen als ich. Jetzt ist es deine Stimme, die sie hören müssen. Mehr denn je. Heat. Zuschauer aus aller Welt haben ihr ihre Unterstützung zugesagt. Viele nannten ihre Stärke inspirierend und ihren Herzschmerz nur allzu menschlich. Heat. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, mögen Sie bitte dieses Video, abonnieren Sie es und teilen Sie es, um die Erinnerung und die Kraft von Sarahs Reise lebendig zu halten. Denn hinter jeder Person des öffentlichen Lebens steht: Es gibt eine menschliche Geschichte, die erzählt werden will. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie freundlich, bleiben Sie neugierig und denken Sie daran, dass manchmal die stärksten Menschen die schwersten Herzen tragen.